So, auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, haben wir selbstverständlich die andere Seite der Medaille, nämlich diese junge Dame hier. Und ja, ich glaube, ihre Tattoos verraten schon, welches Gewerbe. Guck mal, man kann sogar mittlerweile feststellen, allein schon anhand der Tattoos, in welchem Gewerbe die Frauen mittlerweile unterwegs sind. Aber hören wir uns mal an, was diese junge Dame hier zu sagen hat. Dieses Video geht an alle Leute, die Kommentare schreiben wie diesen hier. Oder wie diesen Kommentar. Dieses Video geht an alle Leute, die kommentieren. In dieser Zeit haben sich die meisten Frauen aber nicht durch die Welt gefühlt und man hatte kein OnlyFans etc. Ach so, okay. Für alle, die letzte Woche dabei waren oder den Stream letzte Woche gesehen haben, wir haben auf ein Video reagiert, wo sie gesagt hat, sie würde gerne zu alten Werten wieder zurück. Ne, wo die Beziehungen länger gehalten haben, wo man drum gekämpft hat, etc. Sie als OnlyFans-Creatorin, wo sich die Männer und Frauen nicht durch die Welt vögeln. Das war so ihr Problem sozusagen. Und das ist wahrscheinlich ein Reaction-Video da drauf, dass ein Typ gesagt hat, ja gut, okay, die meisten Frauen haben sich aber in dieser Zeit, damals, ne, haben sie sich nicht durch die Welt, haben nicht irgendwie OnlyFans und sowas gehabt. Aber jetzt sich darüber beschweren, dass keiner sie haben will, ne, so nach dem Motto. Liebe Freunde, aufgepasst! Wenn ihr auf der Suche nach einer geilen Gruppe seid, mit der ihr euch jede Woche zusammentun könnt und über alle Themen sprechen könnt Richtung Mann-Frau-Dynamik und alles, was dazugehört, dann empfehle ich euch meine Patreon-Gruppe. Jeden Dienstag ab 19 Uhr, wenn ihr Interesse haben solltet, unten in der Beschreibung findet ihr den Link, meldet euch an und dann sehen wir uns jeden Dienstag ab 19 Uhr in meinem Gruppencoaching. Und für alle anderen, die nach exklusiven, ungeschnittenen Content suchen, checkt auch ihr den Patreon-Link ab. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Kommentare schreiben wie diesen hier. Oder wie diesen Kommentar. Wer möchte eine loyale Beziehung mit jemandem, der sich bei OnlyFans präsentiert? Jeder weiß dann, wie der Partner ohne Kleidung aussieht. Nein, danke. Ja, nicht nur das, sondern jeder weiß auch, wer alles deine Freundin durchgedrückt hat. Kommentar. Tolle Videos für Klicks, aber OnlyFans-Heuchlerin. Ey, da müsstest du arbeiten gehen und könntest kein Geld mit deiner Pflaume mehr verdienen. Ja, da hättest du für dein Verhalten Prügel bekommen. Ja, und nicht alle hatten geschmacklose Tattoos. Jede zweite Frau hier ist ein Porno-Lady. Damals hatte man seinen Körper nicht auf OnlyFans verkauft. Genauso wenig hat man sich auf Instagram präsentiert. Herzlichen Glückwunsch, den Stempel hast du dir selber zugedrückt. Oder viele weitere Kommentare wie diesen. Und zwar habe ich jetzt mal eine Frage. So. Womit sie ja recht haben. Aber wartet ab, bevor ihr anfangt zu urteilen. An dich. Denkst du, ich bin weniger liebenswert oder habe es nicht verdient, eine normale Beziehung zu führen aufgrund meines Jobs? Stopp. Und das ist der größte Fehler und Punkt, den die meisten Frauen machen, dass sie das eine mit dem anderen verwechseln. Glaubst du, ich bin generell weniger wert dadurch? Und die Antwort lautet, sie hat es ja nicht definiert. Deswegen, ich weiß ja natürlich, wo die Reise hingeht. Ne? Sie möchte ja damit sagen, heißt es, nur weil ich jetzt OnlyFans mache oder so aussehe, wie ich aussehe, oder weil ich einen Bodycount von, keine Ahnung, von 30 habe, oder weil ich bla bla bla, bin ich da kein wertvoller Mensch mehr. Und die Antwort lautet, doch, du bist als Mensch, als Frau, bist du immer noch ein wertvoller Mensch. Und ja, du hast auch, wie jeder andere Mensch auch auf dieser Welt oder vielleicht wie jede andere Frau auch, hast du verdient, eine glückliche Beziehung zu haben. Aber leider, und jetzt kommt der Punkt, den sie nicht verstehen wollen oder wo sie den menschlichen Wert mit dem Dating-Wert verwechseln oder in dieselbe Schublade stecken. Leider ist dein Wert auf dem Datingmarkt nicht mehr der beste. Wenn du dafür selber gesorgt hast,
dass dein Wert sinkt, indem du Sachen gemacht hast, die Männer nicht mehr toll finden. Zumindest, wo Männer sagen, da habe ich keine Lust, sowas als Frau zu nehmen. Und OnlyFans, ich meine, bleiben wir hier nur bei OnlyFans, wie gesagt, der Rest ist eigentlich egal. Und OnlyFans ist halt nun mal nichts anderes wie Online-Prostitution. Und auch hier stelle ich einfach die Frage, die ich vorhin gestellt habe. In welcher Zivilisation der Menschheitsgeschichte haben Männer Prostituierte geheiratet oder zur Frau genommen? Gab es Ausnahmen? Gab es Männer da draußen, die Prostituierte geheiratet haben? Bestimmt. Aber das war niemals qualitative Männer. Kein Herrscher, keine großen Krieger, Eroberer, nennt sie wie ihr wollt, sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, guck mal hier, Carla, die Dorfmatratze, die Arme, die verdient doch auch eine Beziehung. Ich nehme sie und ich heirate sie, obwohl... Und ich habe kein Problem damit, dass von jetzt an, wenn ich durch die City gehe, ins Café und beim Einkaufen, im Supermarkt und was weiß ich wohin, dass mich alle angucken werden und werden sagen, krass, guck mal, der hat die Dorfmatratze geheiratet. Und ich. Ey, warst du auch drauf? Ey, krass, ich war auch, guck mal. Erinnerst du dich, was wir letztes Mal mit der gemacht haben? Gib mal five. Erinnerst du dich so? So? Gibt es nicht, gab es niemals. Also selbstverständlich, Entschuldigung, okay. Und Richard Gere in Pretty Woman, okay? Damit hat es angefangen. Ich glaube, dieser Film ist dafür zuständig, dass Frauen, Prostituierten auf einmal gedacht haben, wir verdienen auch eine Chance. Wir sind genauso wertvoll. Wir können sogar auch qualitative Männer haben, ne? Und nicht irgendwelche Zuhälter, die uns nur heiraten, weil sie uns weiterhin ausquetschen wollen. Okay, aber ungeachtet dessen, ja, es ist problematisch. Männer wollen das nicht. Zumindest nicht die Männer, die du halt haben möchtest. Ne? So, warum? Und warum? Ich meine, ja... Guck mal, am Ende macht sich das halt auch zum Kackold, ohne Scheiß. Wenn du halt eine Freundin hast, die halt OnlyFans macht und mit Gott und die Welt vögelt sozusagen, durch ihr Pornos dreht, dann bist du halt nichts anderes wie ein Kackold. Und dann wären wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten. Glaubt ihr wirklich, sie wird jemals einen Mann respektieren können, der sie als Frau nimmt, die OnlyFans macht oder gemacht hat? Allein da wird es schon scheitern. Und nein, das heißt nicht, dass sie das bewusst, also denk dran, das ist ein unterbewusster Vorgang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich auch super froh sein wird und alles dafür tun wird, um diesen Mann zu lieben, der sich vielleicht irgendwann mal nehmen wird und sagen wird, ey, für mich ist kein Problem, dass du hier mal OnlyFans gemacht hast, dies, das, tralala. Sie kann nicht dagegen ankämpfen. Es ist unvermeidbar. Hat eine Putzfrau nicht verdient, nur weil sie einen dreckigen Job erledigt. Ja, aber eine Putzfrau ist nicht dasselbe wie eine Frau, die ihren Körper hergibt. Die sich halbnackt im Internet präsentiert, irgendwelche Filmchen dreht und. Das hakt doch von vorne und hinten. Für andere nicht normal und würdevoll behandelt zu werden, nur weil sie Dreck vom Boden wischt. Ich finde es sehr, sehr schwierig, solche Aussagen zu treffen. Ja, aber nochmal. Und ich meine, guck mal, entweder will sie das nicht verstehen oder kann es vielleicht auch nicht verstehen, verstehe ich auch, ne, in ihrer Emotionalität, in ihrer Verletztheit, dass sie dann Vergleiche zieht, die einfach unsinnig sind. Ne? Du kannst ja keine Putzfrau vergleichen mit einer Frau, die OnlyFans macht. Ist doch nicht dasselbe. Auch viele Leute, die behaupten, ich mache hier diese Videos aufgrund mein OnlyFans-Business. Aber möchte man Männer, die überall rüber gehen? Keine Ahnung. Das ist ja nicht das Thema. Das ist egal.
ob man Männer möchte, die überall rübergehen. Also erstmal sollte man als Mann nicht überall rübergehen und zweitens, in der Regel, die meisten Frauen ist es scheißegal. Und den Frauen, denen es nicht egal ist, okay, dann ist es halt so, scheiß drauf, wen interessiert's? Zu promoten, dann würde ich anzügliche Videos posten und nicht über Real Talk Dinge erzählen oder über mein eigenes Leben. Und zwar sage ich dir jetzt, aus welchem Grund ich diese Videos hier mache. Meine Videos sind tatsächlich dafür da, um mein inneres Kind irgendwo ein bisschen zu heilen und diese Dinge aufzuarbeiten, die mir sehr schwer fielen, und es ist tatsächlich etwas einfacher, sich vor die Kamera zu setzen und darüber zu reden, als sich vielleicht mit einer Person gegenüberzusetzen. Trotz allem gehe ich in psychotherapeutische Behandlung. Spiros 500 tätowierte Frauen 0. Na? Wie war das nochmal? Tätowierte Frauen sind keine Red Flags? Sorry, Bitches und Haters. Ich habe wie immer recht. Und ich werde weiterhin Recht behalten. Ich finde das auch rein gar nichts Schlimmes. Das kann ich euch auch offen und ehrlich so sagen. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich mache es einfach aus dem Grund. Ganz kurz, bevor jetzt hier wieder einige, ne? Das ist auch gut, was sie macht. Ne? Wenn sie weiß, sie hat Probleme, wenn sie angeht, wenn sie dran arbeitet. Sie kann auch gerne ihren Account benutzen, wenn sie hier Real Talk macht, um über die Sachen zu reden, die sie belasten. Völlig in Ordnung. Ist auch okay, ist auch gut so. Das ist ja auch ihr Ding. Und wenn es ihr hilft, damit besser zurechtzukommen. Aber das ist eine Sache. Und es hat aber nichts damit zu tun, was auf der anderen Seite verlangt wird oder erzählt wird. Oder am Ende des Tages, weil ich meine, wenn sie das so ja sogar macht, dann weißt du ja als Mann, auf was du dich einlässt. Also jeder Typ, der sie jetzt kennenlernt, der weiß ja, was ihn erwartet. Also wir haben jetzt hier mindestens eine Handvoll Red Flags gehört und gesehen, die sie natürlich selbstverständlich wahrscheinlich für sehr viele Männer für eine langfristige Beziehung disqualifizieren. Und darum geht es. Ne, Sex und vielleicht F+ und so, kurzfristige Sachen, kein Problem. Das ist kein Ding. Da findet sie auch gute Männer, auch qualitative Alphas, nennt sie wie ihr wollt. Und dass ich besser mit mir selbst und vielleicht mit verschiedenen Situationen umgehen kann, die mich vielleicht schneller belasten als jemand anderen, der normal aufgewachsen ist. Und mein Job hat rein gar nichts damit zu tun, dass ich diese Videos hier poste. Julian, lieben Dank. Vielen lieben Dank für dein Prime. Oder mache. Und wenn das eine Promotion wäre, dann würde ich jetzt hier irgendwelche freizügigeren Videos posten. Mache ich ab und zu schon auch, ja, aber aus dem Grund, weil ich mich dann selber ästhetisch finde und es euch gerne zeigen würde. Selbstverständlich. Ich finde es ästhetisch, deswegen möchte ich auch gerne zeigen. Ne? Damit ihr alle schön liked und klickt. Guck mal. Ich verstehe das. Ich finde es auch gut, dass sie auch selber zugibt, dass sie Probleme hat und dass sie auch diese angeht und. Alles schön und gut. Aber zu dieser Selbstreflexion gehört halt auch das Verständnis dafür, dass sie auch verstehen muss, dass sie durch Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen hat, sie sich halt nun mal leider, muss man sagen, für einen gewissen Teil von Männern disqualifiziert hat. Und da gibt es leider keine Therapie oder Pille oder sonst irgendwas, was sie machen kann, was sie retten wird. Außer Reinkarnation. Ne, weil die Vergangenheit der Frau einfach das Wichtigste ist, was sie in einer Beziehung für einen Mann mitbringen kann. Und das ist auch, und ich meine, nochmal, alles schön und gut, ne? Und ich finde es auch gut, dass sie da so selbstreflektiert ist, aber zu dieser Selbstreflexion gehört aber auch, wie gesagt, das Verständnis, dass sie halt auch die Einsicht bekommt, dass natürlich es für sie schwierig sein wird. Ne? Ich meine, je nachdem, auf was für Typen sie steht, je nachdem, auf was sie sich einlassen kann, ist natürlich nichts verloren. Nochmal, also es gibt ja auch irgendwelche Pornostars und OF-Sternchen, die trotzdem am Ende geheiratet haben oder zumindest bis jetzt einige Zeit bei jemandem es geschafft haben zu bleiben. Und jemanden auch gefunden haben, der natürlich bei ihnen bleibt, ne? Und sie auch heiratet am Ende des Tages, definitiv. Die Frage ist halt immer, ob das halt auch Männer sind, die Frauen halt haben wollen, die Frauen halt attraktiv finden. Ja? Aber wie gesagt,
es ist ja schon mal ein guter Schritt, dass sie auch selber sagt, hey, das ist alles dafür gedacht, ne, damit ich einfach meine Gedanken raushaue. Aber da muss man halt auch das große Ganze sehen und nicht nur gewisse Teile. Und das große Ganze ist halt nun mal leider, dass aufgrund einiger Entscheidungen aus ihrer Vergangenheit sie halt nun mal nicht mehr denselben Marktwert hat, den sie vielleicht hätte, vor allem noch in ihren jungen Jahren. Das ist ja noch das größte Problem an der Sache. Ich meine, wenn sie jetzt 40 wäre oder sowas, Mitte, Ende 30, würde ich sagen, ja gut, okay. Ne? Danke dir, Pretoriani, für die 100 Bits. Und für den Hype-Train. Was auch immer das sein mag. Ich kenne mich mit Twitch null aus. Guck mal, ich gebe dir hier. Na, und dass sie in ihren jungen Jahren sich halt so verbockt hat. Und die Leute, die nichts Positives zu sagen haben, die können gerne verschwinden, die können mich gerne blockieren. Ich habe da gar kein Problem damit. Mein Ziel ist es hier, vielleicht Leuten wie mir selbst einfach zu helfen, die in einer narzisstischen Beziehung waren, die einen schweren Lebensabschnitt einfach. Guck mal. Voll ins Schwarze getroffen. Was habe ich gesagt? Tattoos heißt immer entweder hoher Bodycount, psychische Probleme, Alpha-Witwe. Denkt ihr mal dran, ich mache nicht die Regeln, okay? Alle 3 zusammen. Kennt ihr das von früher? Alle 3 zusammen. Hier haben wir alle 3 zusammen. Hatten, weil ich einfach merke, dass viele Leute hier sind, die sich selbst gar nicht trauen, darüber zu sprechen und vielleicht sich auch, wie ich, nicht trauen, mit einer Person sich einfach gegenüberzusetzen und darüber zu reden. Dennoch bin ich trotzdem liebenswert und ich habe einen guten Charakter. Ja, das steht außer Frage. Niemand stellt ihren Charakter oder ihre liebenswerte Art sozusagen in Frage. Darum geht es ja gar nicht. Und deswegen wird sie auch nicht abgelehnt. Nochmal, das eine hat leider, muss man sagen, ja, leider. Selbstverständlich ist es schade für sie. Hat leider nichts mit dem anderen zu tun. Und sie mag eine liebenswerte Persönlichkeit sein. Leider muss man sagen, ein liebenswerter Charakter, eine tolle Persönlichkeit und was auch immer, reichen am Ende halt nun mal nicht aus, damit ein Mann sagt, okay, ich schaue über alles andere hinweg, was du da in der Vergangenheit getrieben hast. Das eine hat nochmal, wie gesagt, mit dem anderen nichts zu tun. Hier geht es ja nicht darum, Freundschaften zu schließen, ne, auf freundschaftlicher Ebene.